Hundefreunde, aufgepasst! Diese Woche startet Isle of Dogs in den deutschen Kinos und den Mindblow gibt's für euch gleich zu Beginn. Isle of Dogs steht nicht nur für Insel der Hunde, nein, Isle of Dogs ist auch ein cleveres Wortspiel. Isle of Dogs klingt nämlich auch so ein bisschen wie I love dogs. Ich liebe Hunde. Es ist auch tatsächlich ein Film, der überaus charmant daherkommt und gleich mit seinen Bildern zeigt, wie viel Arbeit da hineingeflossen sein muss. Filmkenner werden wissen, dass das Stop-Motion-Abenteuer das neueste Werk von Kultfilmemacher Wes Anderson ist. Wes Anderson kennt man für so schräge und gefeierte Filme wie die Royal Tenenbaums, Rushmore oder Grand Budapest Hotel. Isle of Dogs ist aber nicht einmal sein erster Animationsfilm. Der fantastische Film Der fantastische Mr. Fox ist auch von ihm. Damit ein herzliches Willkommen hier auf Alfie Strikes Back oder Cinema Strikes Back. Vielleicht ist euch bereits aufgefallen, dass wir nur selten über Wes Anderson sprechen und das hat auch einen Grund. Bei ihm scheiden sich die Geister. Das sehr liebevoll gestaltete Szenenbild, der ganz trockene, etwas eigenartige Humor, die vielen Voice-Over-Kommentare und die groß angelegten Muster. Wes Anderson nutzt seine Stilmittel gefühlt in jeder Sekunde seiner Filme und nicht jeder steht drauf. Und so ist es aber auch in Isle of Dogs. Aber worum geht's überhaupt? Der Film spielt im Japan der nahen Zukunft. Die Zahl der Hunde ist explodiert und durch die Straßen streunen unzählige Vierbeiner, was ich natürlich gut finde. Als eines Tages eine Hundegrippe ausbricht, beschließt der Bürgermeister, alle Hunde aus Megasaki City auf eine abgelegene Müllinsel namens Trash Island zu verbannen. Und die war mal vor vielen Jahren ein Freizeitpark. So entwickelt sich eine neue Hundezivilisation an einem widerlichen Ort, in dem hier und da aber noch sichtbar ist, dass es mal ein Ort der Freude war. Die fünfköpfige Gang, bestehend aus Boss, Chief, Rex, Duke und King, beschließt, für ein besseres Leben zu kämpfen. Da stürzt plötzlich ein 12-jähriger Junge namens Atari auf der Insel ab und sucht verzweifelt seinen geliebten Hund Spots. Darum auch der Untertitel des Films, Ataris Reise. Und ja, so beginnt die Suche nach einem geheimnisvollen Hund, der natürlich die Rettung für alle anderen Hunde werden könnte. Isle of Dogs etwas Besonderes zu nennen, wäre eine ziemliche Untertreibung. Wer auf einen der außergewöhnlichsten, aber auch herzerwärmendsten Filme des Jahres Lust hat, der ist hier genau richtig. Insbesondere Wes Anderson-Fans dürfen voll auf ihre Kosten kommen. Damit könnte man die Kritik an diesem Punkt eigentlich auch schon fast beenden. Wes Anderson führt Regie, er hat auch das Drehbuch geschrieben und genauso ist letzten Endes auch der Film geworden. Ein ganz klassischer Wes Anderson. Ich werde in dieser Kritik noch ein paar Mal über den Filmemacher sprechen, weil ich das einfach muss, weil bei kaum einem Filmemacher der Gegenwart die Handschrift so offensichtlich und so klar ist wie bei ihm. Der US-Amerikaner hat uns auch wieder einmal hiermit einen Film geschaffen, der insbesondere mit seiner einzigartigen Visualität besticht. Wie schon in Der fantastische Mr. Fox haben wir eine ganz geringe Zahl an Bildern die Sekunde. Das gibt dem Film einen nostalgischen und sympathischen Look. Das erinnert nämlich so schnell an Serien aus der Kindheit, wie zum Beispiel Bob der Baumeister, Pingu oder etwa Wallace und Gromit. Zumal auch der Humor oft auf Slapstick und Situationskomik setzt und die Kämpfe immer in diesen wilden Staubwolken dargestellt werden, wie man sie so aus Cartoons kennt. Außerdem gibt es gerade in den ruhigen Bildern sehr interessante Kontraste. Selbst wenn es scheinbar keine Bewegung im Bild gibt, sieht man das Flattern des Fells oder vorbeiziehende Wolken oder Regen oder andere Bildeffekte, zumal die einzelnen Figuren extrem detailliert ausgearbeitet sind, während die Hintergründe oft recht flächig und simpel daherkommen. Oft sieht man da im Hintergrund natürlich auch Muster, die aus vielen Einzelelementen bestehen. Es ist eben doch ein Wes Anderson-Film. So viel zur Visualität. Auf der inhaltlichen Ebene spricht der Film schnell die Emotionen des Zuschauers an. Als Protagonisten haben wir verbannte und arme Hunde mit einer tödlichen Krankheit. Das sind im wahrsten Sinne des Wortes Underdogs und die kämpfen gegen herzlose, korrupte Politiker, die eine Katze als Maskottchen haben. Ein offensichtlicheres Gut gegen Böse Konzept hätte man sich nicht einfallen lassen können. Der Wes Anderson kommt auch vor allem in den Dialogen durch, wenn die Figuren in ihrem gewohnt ironischen und trockenen Ton sprechen, denn selbst gefühlvollste, traurigste und tragischste Momente werden von den Figuren und den Sprechern emotionslos vorgetragen. Echte Gefühlsausbrüche gibt es nur selten. Das ist eine Sprachmonotonie, die eben nicht jedem zusagt. Dafür schreitet die Handlung sehr schnell und rasant voran, um Dynamik zu
erzeugen, greift der Film sogar des Öfteren zum Splitscreen. Es gibt wilde Zeitsprünge und so gibt es im Film einfach keinen Moment, der sich zieht. Immer mehr offenbart sich auch, dass im Drehbuch mehr als nur eine Underdog-Geschichte steckt. Man könnte mir jetzt vorwerfen, dass ich zu viel in den Film hineininterpretiere, aber die Politiker von Megasaki City agieren und argumentieren von Minute zu Minute mehr wie faschistoide Regierungsführer aus der Geschichte und auch aus der Gegenwart. Es ist bezeichnend, dass der Bürgermeister von Megasaki so ehrfürchtig inszeniert wird, wie man es vielleicht von Leni Riefenstahls Triumph des Willens kennen dürfte. Wer mir das nicht glaubt, der sollte sich nur mal den Film ansehen und in seinem Kopf die Hunde als Metapher für eine verleumdete Volksgruppe betrachten. Wenn die wenigen menschlichen Regierungsgegner in Protesten niedergeknüppelt werden und dann behauptet wird, dass die Übeltäter aus Übersee geschickt wurden, um die Nation zu destabilisieren, dann werden Parallelen zu aktuellen Autokraten sehr offensichtlich. Da wird dann ganz schnell klar, was Anderson mit seinem Film wirklich aussagen wollte. Das sind die Elemente, die gerade die erwachsenen und mitdenkenden Zuschauer fesseln. Umso erstaunlicher ist es, dass der Film aber auch als völlig harmloses Animationsabenteuer für einen Sonntagnachmittag funktioniert. Dennoch ist der Film nicht unbedingt was für Kinder, weil zu viele der Inhalte an ihnen vorbeigehen und die Hunde doch sehr sarkastisch und erwachsen wirken. Da gibt es einfach wenige kindgerechte Berührungspunkte. Es ist außerdem verrückt, dass gerade dieser Film für großen Gegenwind sorgt. Isle of Dogs ist natürlich auch eine Auseinandersetzung mit der japanischen Kultur. So beginnt der Film auch mit einem Prolog, der an die sogenannten Jidaigeki-Filme erinnert. Das sind japanische Historienfilme. Darin wird auch immer zu Beginn erklärt, welche Dynastie in welchem Jahrhundert an der Spitze stand und wann die Handlung beginnt. Aber was Filme wie Kung Fu Panda und Kubo, der tapfere Samurai, so gut machen, dass man niederknien möchte, hat hier in Isle of Dogs große Proteste hervorgerufen. So werden Anderson sogar rassistische Tendenzen vorgeworfen. Die japanischen Einflüsse seien keine respektvollen Hommagen, sondern ein Mangel an Sensibilität. Der Filmkritiker Justin Chang wirft dem Film zum Beispiel vor, dass die Bewohner von Megasaki Japanisch sprechen und die Hunde Englisch. Das würde die Japaner an den Rand der Gesellschaft drücken, so als wären sie Ausländer in ihrer eigenen Stadt. Auf Twitter stimmten ihm sogar viele zu, dass der Film nicht gerade respektvoll mit der japanischen Kultur umgehe. Ich selbst kann das eigentlich kaum nachvollziehen. Ich finde es sogar eher witzig, auf welche Art und Weise die Sprachbarriere in diesem Film mit Simultanübersetzern und kreativen Untertiteln umschifft wurde. Das fand ich sehr, sehr toll und geil, zumal die japanischen Worte der Menschen oft auch gar nicht übersetzt wurden. Es gibt aber tatsächlich einen Aspekt des Films, der einem dann doch etwas bitter aufstößt, dass ausgerechnet eine amerikanische Austauschschülerin in die japanische Stadt zu den hundehassenden und gehirngewaschenen Megasaki-Bewohnern kommen muss, um ihnen Demokratie, Freiheitsliebe und Wissenschaft zu erklären. Aber auch da muss man dem Film wirklich, wirklich böse gesonnen sein, um das ernsthaft zu kritisieren. Für mich ist nämlich viel eher offensichtlich, dass Wes Anderson, sein Kameramann Tristan Oliver und auch die Produktionsdesigner, Art Director und alles, was dazugehört, einem der größten Filmemacher aus Japan Tribut zollen wollten, nämlich Akira Kurosawa. Wer schon einmal Filme wie Die Sieben Samurai, Kagemusha, Yojimbo oder Rashomon gesehen hat, der wird sehr viele Anleihen in Isle of Dogs erkennen, insbesondere wie die Figuren dargestellt werden. Das erinnert doch sehr, 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 sehr stark an Filme von Akira Kurosawa. Gerade in diesen Momenten wird der Film dann doch zu etwas ganz Besonderem. Letzten Endes ist Isle of Dogs für mich ein gelungener Stop-Motion-Film, der aber seinen Genrekollegen, also Filmen wie Kubo, Coraline oder Nightmare Before Christmas, nicht ganz das Wasser reichen kann. Von mir gibt es für Isle of Dogs 8 von 10 Punkten. Ja, es ist sehr schwierig, Filme zu bewerten und Punktzahlen nebeneinander zu halten, ja, aber dem Film hast du auch 8 Punkte gegeben und der ist 1000-mal besser. Das ist eben das Problem daran, Filmkunst mit Punkten zu bewerten. Je nachdem, wo man seine Prioritäten setzt, wird man diesen Film auch unterschiedlich wahrnehmen und kritisieren. Ich empfehle aber für jedem, der Englisch kann, den Film im Originalton zu schauen, mit so bekannten Sprechern wie Edward Norton, Bill Murray, Scarlett Johansson, Frances McDormand und Liev Schreiber ist der Film nämlich hervorragend besetzt und selbst Jurassic Park, Die Fliege und Independence Day-Ikone Jeff Goldblum war mit dabei oder auch aus Tor 3 bekannt und er sprach seine Zeilen sogar per Telefon ein, das finde ich ziemlich witzig. Auch die Musik von Alexandre Desplat dringt wundervoll ins Ohr und ins Hirn. Die setzt nämlich auf, ich
möchte nicht sagen typisch japanische Rhythmen, weil das ein bisschen verallgemeinernd ist, aber die orientiert sich auf jeden Fall am Gagaku-Stil, einer höfischen Musik aus Japan. Die kennt man auf jeden Fall, wenn man sie denn hört. Und man hört außerdem auch viele Chöre, die aus männlichen Bässen bestehen. Das ist einfach eine wunderbare musikalische Gestaltung, die sehr gut zum Setting des Films passt. Aber wie seht ihr das? Kennt ihr Wes Anderson? Seid ihr ein Fan von dem Mann? Oder allgemein, was ist eure Meinung zu Isle of Dogs und Wes Anderson? Schreibt eure Meinung einfach gerne mal in die Kommentare und checkt unbedingt auch mal unsere anderen Kritiken aus. Wir haben zum Beispiel letzte Woche eine Kritik gemacht zu No Way Out, dem neuesten Feuerwehrfilm mit Thanos-Darsteller Josh Brolin. Die Kritik solltet ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen, weil ich den Film ziemlich gut fand, sogar besser als die meisten. Und ihr solltet außerdem hier unseren Kanal abonnieren, Cinema Strikes Back. Ich habe auch noch 3 Hunde, nämlich den Alper, den Jonas und den Marius. Ich bin quasi ihr Meister. Ja, abonniert und macht die Glocke an. Bis zum nächsten Mal hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alfie. Wuff, wuff.